Denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Halt, Moment, hier stimmt was nicht. Das habe ich doch immer erst am Ende. Also nochmal. Gut. Denkt daran, dass wir... Was ist Veganismus? Eine Philosophie und Lebensweise. Wonach strebt Veganismus? Alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren für Ernährung, Kleidung oder andere Zwecke auszuschließen, soweit wie möglich und praktikabel. Zu wessen Nutzen? Zum Nutzen von Tieren, Menschen und der Umwelt. Ihr wisst, dass ich diese Definition mag und verteidige. Was mich allerdings manchmal stört an Vegan, das ist dieses starre Festhalten an dieser Definition, als wäre sie nun mal unverrückbar da, als müssten wir uns ihr halt beugen, als wäre sie keine 80 Jahre alt. Ich möchte den Blick mit euch nach vorne richten. Also, versuchen wir es. Was ist Veganismus? Eine lebensbejahende Ideologie und die Lehre von der Befreiung der Tiere aus der menschlichen Unterdrückung zum Wohle von Tieren, Menschen und der Natur. Ziel des Veganismus ist die Überwindung des Tierkonsums. Sofort schließt sich uns eine Frage an, denke ich. Was ist der Tierkonsum? Der Tierkonsum ist eine Ideologie, in der Tiere zu Ressourcen und zu Waren degradiert werden, zu Objekten, mit denen nach Belieben verfahren werden darf. In der Ideologie des Tierkonsums sind Tiere keine Individuen mit je eigenen Bedürfnissen und Persönlichkeiten, sondern Produkte. Wir haben ein Problem. Den Tierkonsum. Er unterjocht Tiere. Er bringt milliardenfaches Leiden für Menschen und Tiere hervor und er zerstört unsere Lebensgrundlagen. Und was ist die Lösung? Den Tierkonsum überwinden. Vegan leben. Ändert es etwas, ob wir den Tierkonsum vielleicht niemals werden überwinden können? Nein. Ich kann mich auch auf den Weg machen, wenn ich weiß, dass ich das Ziel eventuell nicht erreiche. Mit einem Ziel vor Auge läuft es sich aber einfach besser. Frodo Beutlin, der ist damals aufgebrochen, um den einen Ring zu vernichten. Wenn ihm jemand gesagt hätte, ey Frodo, das wirst du eh nicht schaffen, hättet ihr ihm geraten, gar nicht erst aufzubrechen. Und Frodo war ja nicht alleine. Er hatte Sam bei sich und 12 Gefährten. Und gegen ihn stand Sauron. Sauron ist der Tierkonsum. Lasst mich doch gerne mal wissen, wie ihr diese Ideologie weiterspinnen würdet. Wer ist Gandalf? Wer ist Saruman? Wer ist Gollum? Wer sind die Uruk-hai und so weiter? Würde mich mal interessieren. Wir werden den Tierkonsum sowieso nie überwinden können. Solch eine Aussage lehnt jedes Engagement, jeden Einsatz für die Tiere und den Veganismus. Mit der gleichen Logik können wir auch den Kampf für Menschenrechte oder gegen Rassismus und Sexismus aufgeben. So war es, so ist es, so soll es immer sein. Das, meine Freundinnen und Freunde und alle dazwischen und außerhalb, das ist Ideologie. Aber ich finde trotzdem, dass wir ein Zugeständnis machen sollten, den Tierkonsum überwinden. Das ist ein negatives Ziel, also negativ in dem Sinne, dass ich sage, was ich nicht möchte. Aber was wir brauchen, das ist ein positives Ziel, eine Utopie, im besten Sinne des Wortes. Und da möchte ich euch mit ins Maisfeld holen. Wie stellt ihr euch eine vegane Gesellschaft vor? Was essen wir in einer veganen Gesellschaft? Leben wir mit Tieren zusammen? Werden wir uns um Wildtiere kümmern? Werden wir weiterhin Imitate tragen und essen? Sofas aus Fleder? Pullover aus Folle? Fleischimitate, die bluten? Was ist eure positive Vision für eine vegane Gesellschaft? Ich denke, wir müssen deutlich machen, wofür wir stehen. Nicht nur, wofür wir nicht stehen. Wir müssen den Leuten ein positives Angebot machen. Ein Angebot, mit dem sie besser dastehen als vorher. Und dem sie nicht widerstehen können. Also, was sind eure Ideen? Schreibt es in die Kommentare. Und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Ja, Herr der Ringe, ihr wollt ein paar Hintergrundinfos wissen. Ich kenne euch doch. Also, es gibt diese Stelle, an der Aragorn gegen einen Helm tritt und den Helm wegkickt. Und da schreit er ganz, ganz laut. Aah! Und wusstet ihr, das wisst ihr, das ist allgemein bekannt, das muss ich jetzt nicht ausführen. Also, was aber sehr interessant ist, zum Schauspieler von Aragorn, Viggo Mortensen, da wurden vorher andere Schauspieler in Erwägung gezogen. Ja, das muss man in der männlichen Form lassen. Zum Beispiel Nicolas Cage. Könnt ihr euch das vorstellen? Nicolas Cage als Aragorn. Ich finde, Herr der Ringe sollte nochmal neu gedreht werden. Und zwar mit Nicolas Cage in allen Rollen. Was viele nicht wissen, bei Herr der Ringe ist, dass die Elben ursprünglich aus den Ans hervorgegangen sind. Und die Ans, das sind so die Urväter und Urmütter
einer veganen Lebensweise. Das ist im Film nicht so dargestellt. Aber der Grund, warum die Elben auch so lang leben, ist, weil sie einfach vegan leben. Es kann sein, dass ich das gerade nur erfunden habe.